Wie groß soll dein nächster Fernseher sein? Die Frage ist gar nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Hallo, hier ist Fitos von hifi.de. Wir testen die ganze Zeit neue Fernseher und versuchen auch immer, möglichst viele Leute hier auf YouTube bei der Wahl des nächsten Fernsehers zu beraten. Dabei geht es echt oft auch um die richtige Größe. Ich habe dafür Formeln zum Berechnen der Größe anhand des Sitzabstandes parat. Oder Floskeln wie: Es hat sich im Nachhinein eigentlich noch nie jemand beschwert, dass der neue dann zu groß war. Aber das Ganze hängt eben auch immer noch vom Budget ab und dann muss man eben einen Kompromiss finden, der in Sachen Größe, Bildqualität und Preis zufriedenstellend ist. Wenn du dir schon komplett sicher bist, dass du genau einen, sagen wir, 65 Zoll Fernseher haben willst, dann ist das auch die perfekte Größe. Denn das Wichtigste ist, dass es für dich die richtige Größe ist. Solltest du aber noch nicht zu 100% sicher sein, wird dir dieses Video bestimmt weiterhelfen. Also zumindest ist das das Ziel. Keine Angst, ich sag euch auch gleich, wie man letztendlich abwägen sollte. Vorher will ich aber versuchen, eine grobe Orientierung in Sachen Größe zu geben und welche Grenzen man am besten als erstes abstecken sollte. Und wenn das Video eine Hilfestellung für dich ist oder du einfach unseren Content gut findest, dann wäre es super, wenn du zum Dankeschön unseren Kanal abonnierst, weil das uns auch wirklich hilft, wenn die Zahl immer größer wird. Bei der Größe eines Bildschirms geht es eigentlich in erster Linie darum, welchen Bereich vom Gesichtsfeld er einnimmt. Daher kommen dann auch Formeln mit Sitzabstand und Winkel zustande. Das komplette Gesichtsfeld eines Menschen, also das, was man ohne Bewegung der Augen auf einmal sehen kann, sind ca. 214 Grad in der horizontalen und grob 140 Grad von oben bis unten. Allerdings ist davon nur ein kleinerer Bereich räumlich. Und so richtig scharf oder wirklich im Fokus sehen wir nur ganz in der Mitte unseres Gesichtsfeldes. Der Fernseher sollte einen guten Bereich dieses Feldes abdecken. Wie viel ist am Ende Geschmackssache. Eine gute Orientierung hierfür sind 30 Grad vom rechten bis zum linken Rand des Bildschirms. Im Kino sind es bei den besten Plätzen sogar 40 Grad oder etwas mehr. Und zum Gaming kann man eigentlich noch näher ran. Nur zu klein sollte er eben nicht sein, denn sonst kann man auch getrost einen billigen Fernseher nehmen, weil man die schlechte Bildqualität sowieso nicht mehr erkennen kann. Will man das ausrechnen, dann kann man natürlich Pythagoras und Trigonometrie verwenden oder man teilt einfach den Abstand von da, wo man sitzt, bis zum Bildschirm in Zentimetern durch 4 und damit hat man dann die Bildschirmdiagonale des Fernsehers in Zoll bei einem Blickwinkel von ziemlich genau 30 Grad. Für mehr Kinofeeling oder zum Gaming mit 40 Grad teilt man denselben Abstand einfach durch 3. Nicht erschrecken, bei einem 65 Zoll TV kannst du ruhig auf 2 Meter oder noch näher an den Fernseher ranrücken. Und für größere Abstände kann man locker mal 75 Zoll oder noch größer ins Auge fassen. Aber das Gesichtsfeld ist eben nur ein Aspekt. Die Berechnung ist nämlich schön und gut, wenn dabei eine utopische Größe rauskommt. Deswegen habe ich vorhin auch das Wort eigentlich eingebaut. Denn wenn die Größe, die bei der Berechnung rauskam, einfach zu groß oder zu klein ist, dann sollte man ganz einfach davon abweichen. Um das abzuhaken, verkleinern sollte man sich nie. Denn dann wird der neue Fernseher es immer schwer haben, besser auszusehen oder zu wirken als der davor. Und das will man doch eigentlich immer. Es gibt aber noch ein paar andere Grenzen. Es kommt öfters vor, dass man eben nur eine bestimmte Lücke an der Wand oder auf einem Lowboard zum Beispiel frei hat, also zur Verfügung hat, womit einfach, ich nenne es mal, bauliche Grenzen entstehen. Das kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, wenn hinter dem Fernseher Löcher in der Wand oder sonst was versteckt werden soll. Und auch wenn es doof klingt, der Fernseher muss auch irgendwie bis an seinen Platz kommen. Und das kann in so manchem Treppenhaus oder engem Flur echt schwierig werden. Es kann aber auch genauso sein, dass man einfach keine allzu große schwarze Fläche im Wohnzimmer sehen möchte. Denn, auch das soll vorkommen,
Der Fernseher ist ja auch mal aus und dann in der Regel nicht zwingend das schönste Objekt im Zimmer. Das könnte man also als stilistische Grenze bezeichnen. Das generelle Angebot an Fernsehern kann die Auswahl aber auch einschränken. Vor ein paar Wochen hat eine Freundin mich nach Hilfe bei einem neuen Fernseher gefragt und sie war auch bereit, ein bisschen was dafür auszugeben, hat aber eben eine sehr kleine Wohnung und sitzt echt nicht weit vom Fernseher entfernt. Das Problem war also, dass sie mindestens 42 Zoll nehmen musste, weil es darunter eigentlich keine Fernseher mit annehmbarer Bildqualität gibt. Gleichermaßen wird es schwierig, Fernseher jenseits von 100 Zoll zu finden. Und da kommt übrigens neben dem Gewicht, was man auch nicht vergessen darf, dann doch irgendwann noch das Budget ins Spiel. Ein maximaler Preis, den man eben bereit ist, für den neuen Fernseher auszugeben, ist meistens die klarste Grenze. Dabei sollte man auch nicht zu leichtfertig nur zugunsten der Größe und zu Lasten der Bildqualität abwägen. Es kann auch sinnvoll sein, sich eben nicht genau auf ein Modell zu versteifen. Denn manchmal kann man ein fast so gutes Gerät in einer anderen Größe für einen sehr ähnlichen Preis bekommen. Und ich habe hier bewusst andere Größe gesagt, denn die Preise von Fernsehern steigen keinesfalls linear mit der Größe. TVs unter 55 Zoll sind manchmal nur geringfügig billiger als die 55 Zoll Variante. Denn der Preis pro Quadratmeter Bildschirmfläche hat bei den meisten OLED-Fernsehern sein Minimum bei 65 Zoll. Das heißt, sowohl größere als auch kleinere Fernseher sind auf die Fläche gerechnet teurer. Wir haben das hier beispielhaft bei allen Größen des LG OLED C3 mal für euch ausgerechnet. Eine letzte Grenze muss auch noch erwähnt werden, denn solltet ihr nicht alleine wohnen, kann es von Belang sein, was die anderen im Haushalt zur Größe des Fernsehers sagen. Wenn ihr euch jetzt also nach einem neuen Fernseher umschaut, dann solltet ihr als erstes die baulichen, stilistischen und persönlichen oder sozialen Grenzen abstecken. Im Idealfall kommt dann ein Rahmen von so und so bis so und so viel Zoll raus. Dann solltet ihr überlegen, wie viel ihr bereit seid auszugeben und dann eben einen möglichst guten Fernseher finden, der finanziell und von der Größe in euren Rahmen passt. Und ja, wenn da noch Spiel ist, dann gilt schon. Es hat sich im Nachhinein eigentlich noch nie jemand beschwert, dass der neue dann zu groß war. Wenn ihr nicht sicher seid, ob es eher ein größerer, sagen wir Mittelklasse-Fernseher oder eben ein etwas kleinerer Premium-TV mit besserer Bildqualität sein soll, dann zeichnet es vielleicht mal an, damit ihr euch ein besseres Bild machen könnt. Also nehmt einen Zollstock und benutzt die Werte, die wir hier nochmal übersichtlich in einer Tabelle für euch aufgeführt haben. Vielleicht ist auch der Abstand bei euch flexibel, weil das Sofa ohnehin mitten im Raum steht. Auch das kann natürlich eine Überlegung wert sein. Oder ihr setzt euch zum Zocken sowieso direkt davor. Auch das kann ja der Fall sein. Solltest du jetzt bei der Wahl des Fernsehers noch Hilfe brauchen, dann schau dich am besten einfach mal auf unserem YouTube-Kanal um. Denn wir haben wirklich eine Fülle an Videos über die einzelnen Fernseher oder auch die besten Fernseher in jedem Budget und auch eine regelmäßige Live-Beratung, wo ich dir dann in den von dir genannten Grenzen genau den passenden Fernseher empfehlen kann. Genauso berichten wir hier auf YouTube oder natürlich auch auf hifi.de immer wieder über besonders gute Angebote, die vielleicht auch gerade für dich in Frage kommen. Ich hoffe, dieses Video hat dir jetzt bei der Frage der Größe geholfen und wenn du dir jetzt noch einen Überblick über alle möglichen Fernsehtechnologien verschaffen möchtest, dann schau einfach mal in dieses Video rein.